Lena verlassen, weil sie keine Söhne bekam. Gebrochenes Herz. Wahre Geschichte. Folge 42. Mia, du bist ein gutes Mädchen, ich werde nicht um den heißen Brei herumreden. Ich fühle etwas für dich, ich glaube, ich bin verliebt, ich habe Gefühle für dich. Ich möchte sagen, dass ich dich sehr liebe, ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Mia, ich denke, dass du mich auch liebst. Liebst du mich? Bitte sag etwas. Ich liebe dich auch, Alex, ich liebe dich ebenfalls. Vielen Dank, dass du in mein Leben gekommen bist. Lass uns nach Hause gehen, du musst dich ausruhen. Okay, Alex, lass uns gehen. Endlich habe ich dich erwischt, Marie. Was machst du hier? Ich will nicht mit dir gehen. Bitte lass mich in Ruhe. Hey du kannst Marie nicht zwingen, sie will nicht bei dir bleiben. Wer bist du? Das ist meine Familienangelegenheit. Du solltest dich davon fernhalten. Mia ist meine Frau, ich liebe sie sehr, mische dich nicht in mein Leben ein. Ich will nicht bei dir bleiben, ich hasse dich. Du bist ein schlechter Mensch, ich werde mein Baby nicht aufgeben. Ich habe keine Angst mehr vor dir. Lass mich einfach in Ruhe, ich kann die Polizei rufen. Du kannst mich nicht zwingen. Sie hat recht, du kannst ihr nicht wehtun, ich werde sie beschützen. Ich bin ein Geschäftsmann, du kennst mich noch nicht, ich kann sofort die Polizei rufen. Alexander, ich möchte Lena von uns erzählen. Sollen wir es auch Matteo sagen? Sie sind meine Familie. Ich bin heute so glücklich. Natürlich werde ich es Ihnen morgen sagen, Sie sind auch meine Familie. Ich weiß, dass Matteo mich unterstützen wird, er ist mein Cousin. Alexander, ich möchte deine Eltern kennenlernen. Werden sie mich akzeptieren? Du weißt, dass ich mein Dorf verlassen habe. Wird deine Mutter mich akzeptieren? Ich habe solche Angst. Keine Sorge, meine Mutter liebt mich sehr, sie wird dich akzeptieren. Du bist ein gutes Mädchen, ich möchte mein Leben mit dir verbringen. Möchtest du mit mir ein Eis essen? Ja, ich würde das sehr gerne tun. Es tut mir so leid, meine Liebe, du hast recht, ich bin ein schlechter Ehemann. Bitte vergib mir, ich habe meinen Fehler erkannt. Ich werde mich ändern, ich werde kein Bier mehr trinken. Ich werde bald einen Job finden, ich kann nicht ohne dich leben. Meine Liebe, ich habe letzte Nacht viel geweint. Ich glaube dir nicht, hör auf, dramatisch zu sein. Was willst du jetzt tun? Du hast mich sehr verletzt, ich habe hart für dich gearbeitet. Du hast mich geschlagen, du trinkst Bier, ich werde dir niemals vergeben, du kannst jetzt gehen. Ich kann nicht ohne dich leben, ich liebe dich sehr, ich werde mich um dich kümmern. Meine Liebe, bitte gib mir noch eine Chance. Ich werde dich nicht verletzen, bitte, Marie. Hey Marie will nicht bei dir bleiben, es ist jetzt zu spät. Bitte lass sie in Ruhe, du solltest gehen.
Nein, Marie, nein, ich werde nicht gehen, du kannst mich schlagen, ich liebe mein Baby. Bitte gib mir noch eine Chance, ich flehe dich an, meine Liebe. Meinst du das wirklich? Du musst mir versprechen, dass du mich nicht mehr verletzen wirst. Du wirst eine Arbeit finden, ich werde keine Kleider mehr verkaufen. Ich verspreche dir, ich werde bald eine Arbeit finden. Können wir jetzt nach Hause gehen? Danke, dass du mir noch eine Chance gegeben hast, Marie. Was machst du? Gehst du wirklich? Du solltest ihm nicht glauben, er kann sich nicht ändern. Lass uns gehen, du wirst bei mir bleiben. Er ist mein Ehemann, ich möchte ihm eine Chance geben. Vielen Dank für alles, ich werde bei meinem Ehemann bleiben. Du kannst mit uns gehen, lass uns jetzt gehen. Möchtest du in die Disco gehen? Dort kannst du schöne Mädchen finden. Lass uns gehen, Alter, wir werden viel Spaß haben. Nein, danke. Ich werde einfach Mia heiraten. Sie ist meine Liebe. Ich muss sie bald finden. Keine Sorge, wir werden sie bald finden. Was ist passiert? Bist du okay? Oh Gott, ist sie Mia? Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie ist Mia. Ich denke, wir sollten jetzt gehen, wir werden Matteo und Lena von uns erzählen. Ja, klar, lass uns gehen. Sie ist Mia. Ich muss sie aufhalten. Sie steht dort. Wo ist sie? Sie war gerade hier. Wo ist sie? Bist du sicher? Hast du sie wirklich hier gesehen? Ja, ich habe sie gesehen. Sie war Mia. Sie war mit einem Jungen zusammen. Das bedeutet, dass sie in dieser Stadt nicht allein ist. Sie kennt hier jemanden. Keine Sorge, wir werden sie bald finden. Lass uns in die Disco gehen. Du musst dich beruhigen. Es tut mir noch einmal leid, danke, dass du hierher gekommen bist, Alex. Möchtest du einen Kaffee trinken? Nein, danke, mir geht es gut, du musst mir versprechen, sie ist sehr wichtig. Ich werde sie nicht wieder schlagen, sie ist meine Liebe, sie wird mein Baby zur Welt bringen. Danke, Alex, du bist ein guter Mensch, du hast meiner Frau geholfen. Ich war ein schlechter Mensch, ich werde mich um sie kümmern, ich werde bald eine Arbeit finden. Ich werde dir in diesem Fall helfen, ich werde meine neue Firma eröffnen. Oh wirklich, vielen Dank. Ich muss jetzt gehen, merk dir meine Worte.
Ich werde Marie nicht allein lassen, ich werde wieder hierher kommen. Hallo, mein lieber Cousin, ich möchte dir etwas sagen. Ja, Alexander, ich höre zu. Mia und ich lieben uns, ich habe ihr von meinen Gefühlen erzählt, ich möchte sie heiraten. Herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich sehr für dich. Mia ist ein gutes Mädchen. Du solltest mit deiner Mutter sprechen. Sie hat mich vorhin angerufen. Natürlich werde ich mit meiner Mutter sprechen, sie liebt mich sehr. Mia, ich freue mich sehr für dich, du hast wirklich Glück. Deine Mutter wird morgen hierher kommen. Sie wird auch ein paar Tage hier bleiben. Oh wirklich, das ist großartig, danke für deine Unterstützung. Warum bin ich traurig? Ich fühle mich leer. Marie war mein Gast. Ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Was passiert mit mir? Sie wird nicht zurückkommen. Ich bin ganz allein in diesem Haus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video.